In diesem Video soll es darum gehen, wie die aerobe Stabilität von totaler Mischration auf Silagebasis im Labormaßstab bestimmt werden kann. Je nach Fütterungsmanagement wird die totale oder partielle Mischration aus Silagen und weiteren Komponenten ein- bis mehrmals am Tag vorbereitet und lagert in der Folge teilweise über mehrere Stunden in einem Vorratsbehälter oder auf dem Futtertisch. Dies regt insbesondere bei hohen Außentemperaturen die mikrobielle Stoffwechselaktivität und damit den Futterverderb an. Daher gibt es kommerzielle Produkte, die zur Stabilisation der Ration angeboten werden. Sie basieren in der Regel auf verschiedenen chemischen Säuren und ihren Salzen. Um zu testen, wie hoch die potenzielle Verderbneigung von Silagen und Mischrationen ist und inwiefern Zusatzstoffe dem Verderb entgegenwirken können, wurde ein aerober Stabilitätstest auf Laborebene weiterentwickelt. Er basiert auf Arbeiten von Hans Honig an der damaligen Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft in Braunschweig in den 1980er Jahren. Am Sächsischen Landesamt wird nach Futtermittelart differenziert und werden zusätzliche Indikatoren für den aeroben Verderb mit einbezogen. Das Protokoll wird im Folgenden gezeigt und erläutert. Folgende Fragestellungen sollen im Versuch beantwortet werden. Wie schnell neigt die aktuelle Mischration dazu, zu verderben? Wie wirkt der Zusatz verschiedener TMR-Stabilisatoren in definierter Dosierhöhe auf die aerobe Stabilität der Mischration? Weitere Fragestellungen können sein, wie wirken unterschiedliche Versuchsbedingungen, wie zum Beispiel die Außentemperatur, auf die aerobe Stabilität. Der hier dargestellte Versuch vergleicht 3 Varianten: eine unbehandelte Negativkontrolle, eine Positivkontrolle, die mit reiner Propionsäure behandelt wird, und einen zu testenden TMR-Stabilisator. Zunächst wird die Trockenmasse der aktuellen TMR bestimmt. Eine Möglichkeit der Schnellbestimmung bietet dazu zum Beispiel dieser Retsch-Schnelltrockner. Dazu werden 50,0 Gramm netto der TMR eingewogen. Das Material wird zunächst für 15 Minuten bei 105 Grad Celsius getrocknet. Dann wird es zurückgewogen, das Nettogewicht mit 2 multipliziert, um auf Prozent Trockenmasse zu kommen. Es wird so lange weiter getrocknet, bis das Gewicht konstant bleibt. Andere Schnellmethoden sind zum Beispiel die Nutzung der Auftauschstufe einer Mikrowelle oder einer Heißluftfritteuse. In allen Fällen geht es um die Trocknung bis zur Erreichung eines konstanten Gewichts. Eine andere Variante ist die Bestimmung bei 105 Grad Celsius im Trockenschrank über Nacht, das heißt Probenahme am Vortag. Die Trockenmassebestimmung im Vorhinein dient dazu, um zu wissen, wie viel Wasser hinzugegeben werden muss, um auf 40% Trockenmasse zu kommen. Diese 40% oder sagen wir mal zwischen 35 und 40 dienen dazu, dass tatsächlich aerober Verderb angeregt wird, denn mit zu hoher Trockenmasse haben die Mikroorganismen auch keine optimalen Bedingungen mehr. Haben wir jetzt am Ende 42% ermittelt, 42,8. Das heißt, laut unserer Tabelle sind pro Kilogramm der frischen TMR 70 Milliliter Wasser hinzugeben. Und da wir jetzt 2 Kilogramm TMR abwiegen, sind das 140 Milliliter Flüssigkeit auf diese Menge. Für den aeroben Stabilitätstest im Labormaßstab nutzen wir diese KG-Rohre, DN 110 in diesem Fall, auf 20 cm Höhe zugeschnitten und die entsprechenden Deckel dazu für Boden und Abdeckung. Diese werden mittig mit einem 1 cm Durchmesser umfassenden Loch durchbohrt. Um Rieselverluste zu vermeiden, schneiden wir Verbandmull zu, einlagig. Das wird hier zur Abdeckung gegeben. So wird der Behälter zusammengesteckt. Wenn die Probe eingefüllt ist, kommt ebenfalls so ein Deckel wieder oben drauf. Um die Temperaturverläufe während des Tests aufzuzeichnen, legen wir in diese Probe diese Tiny Talks ein, die kontinuierlich während der Lagerung die
Temperaturen aufzeichnen. Die werden zusätzlich nochmal in eine Plastetüte eingepackt, um die Sensoren zu schützen und dann in diese Röhre eingelegt. Die Behälter und Loggernummern werden in die Versuchstabelle eingegeben. Das gemeinsame Gewicht wird als Tara erfasst. Der Raum, in dem die Proben während des Testlaufs gelagert werden, wird mit genügend zeitlichem Vorlauf temperiert. Für Mischrationen empfiehlt sich eine Standardtemperatur von 25 Grad Celsius, um sommerliche Konditionen zu simulieren. Zum eigentlichen Versuchsbeginn wird die frisch gemischte Ration geholt. Es wird Material für 4 Wiederholungen ca. 375 Gramm Frischmasse benötigt. Außerdem weiteres Material zur Trockenmassebestimmung, zur mikrobiologischen und gegebenenfalls chemischen Analyse. In unserem Beispiel sind das für die 3 geplanten Behandlungen 7 bis 8 Kilogramm Frischmasse. Die aktuelle Rationszusammensetzung wird dokumentiert. Idealerweise besteht sie aus mindestens 2/3 frischer Silage. Zusätzlich können Getreide, Protein- und Mineralkomponenten hinzukommen. Es folgt die Probenahme für die chemische und mikrobiologische Analyse. Aus der Probenwanne werden 2 bis 3 Proben rund 500 Gramm für die chemische Analyse in beschrifteten Gefrierbeuteln bei -20 Grad Celsius eingefroren. Neben dem Futterwert empfiehlt sich eine Analyse der Gärparameter. Für die mikrobiologische Untersuchung werden 2 bis 3 Proben 40 Gramm in sterile Stommacherbeutel eingewogen. Diese werden bei 4 Grad zwischengelagert und innerhalb von 24 Stunden zur Keimzahlbestimmung weiterverarbeitet. Zumindest die Gesamtkeimzahl von Hefen sollte bestimmt werden. Keimzahlen von Schimmeln und Arombakterien können weitere Informationen geben. Zur pH-Wertbestimmung werden 10 Gramm eingewogen. Diese werden mit 100 Milliliter destilliertem Wasser versetzt. Ja, jetzt werden wir die 3 Behandlungen vorbereiten. Eine Kontrolle, einmal mit Propionsäure und einmal mit Kaliumsorbat. Dazu wiegen wir je Variante 2 Kilogramm frische TMR ein, berechnen, wie viel wir an Wasser zugeben müssen, um auf 40% Trockenmasse rückzubefeuchten. Ich habe hier 99%ige Propionsäure. Diese nehmen wir als Positivkontrolle mit hinein. In mehreren Versuchen haben wir festgestellt, dass eine Dosis von 4,5 Milliliter pro Kilogramm geeignet ist, um einen stabilisierenden Effekt zu erreichen. Und da wir 140 Milliliter insgesamt haben wollen, gebe ich also 131 Milliliter Wasser hinein und 9 Milliliter Propionsäure auf 2 Kilogramm Frischmasse TMR. Ein Mittel, was wir testen möchten, ist das Kaliumsorbat als Konservierungsstoff. Davon werden 0,4 Gramm pro Kilogramm hinzugefügt, also sprich in unserem Fall 0,8 Gramm auf die 2 Kilogramm. Und wir brauchen 140 Milliliter Wasser, wie zuvor. Der PVC-Behälter wird ungefähr bis zu einem Drittel locker mit Probenmaterial befüllt. Dann wird der Logger mittig eingelegt und der Behälter weiter befüllt und gewogen.
So werden sukzessive alle Behandlungen in ihren Wiederholungen abgefüllt. Dabei sollte das Gewicht immer vergleichbar sein mit einer Toleranz von 5% Abweichung. Das Bruttogewicht wird in der Tabelle festgehalten. Das Rohr wird mit der zweiten Kappe verschlossen. Der PVC-Behälter wird auf eine Styroporscheibe gestellt. Die zentralen Rinnen in den Scheiben oben und unten erleichtern den Luftaustausch im Probenbehälter. Der Behälter wird von einer Manschette aus Styropor umgeben. Diese wird wiederum von einer Styroporscheibe abgedeckt. Die 6 cm dicke Ummantelung aus EPS 25 dient einer guten Wärmeisolierung. Die Proben werden bei 25 Grad Celsius gelagert und nach 72 Stunden wieder entnommen. Wenn alle PVC-Behälter zur Evaluierung wieder entnommen sind, werden zunächst sukzessive die Deckel geöffnet. Dabei wird die Kondenswasserbildung auf einer Skala von 0 bis 4 eingeschätzt. 0 bedeutet dabei keine Kondenswasserbildung und 4 ist die höchste Stufe, bei der das Wasser in einer Pfütze im Deckel zusammenläuft. Oberflächlich lassen sich auch schon Hefen erkennen. Nun werden die Proben in ihren geöffneten Behältern gewogen. Jeder Versuchsansatz wird in eine Schüssel überführt zur weiteren Probenahme und visuellen Evaluierung. Bei starker Verschimmelung sind Abzug und Atemschutzmaske zu verwenden. Der Datenlogger wird entnommen und später ausgewertet. Sichtbarer Hefe- bzw. Schimmelbefall wird auf einer Skala von 0 bis 4 dokumentiert, wobei 4 den kompletten Verderb der Probe bezeichnet. Diese Probe hier zeigt einen starken Hefebesatz und wird mit 3,0 Punkten bewertet. Diese hier zeigt nur Spuren an Hefen, daher 0,5 Punkte. Mit einer frisch auf pH 4 und 7 kalibrierten Elektrode wird der pH-Wert gemessen. Der Trockenmassegehalt wird dreifach bestimmt. Nach der Erfassung des Bruttogewichts werden die Proben für 12 bis 24 Stunden im Trockenschrank getrocknet und danach wieder ausgewogen, sowie das Tara der Schale erfasst. Die Datenlogger werden ausgelesen. Die Stunden bis zum Erreichen von 2 K über Außentemperatur werden notiert, inklusive der Maximaltemperatur. Wir kommen zur Auswertung. Über den Temperaturverlauf der Probe im Verhältnis zur Raumtemperatur wird Folgendes notiert. Nach wie vielen Stunden erreichte die Probe 2 Kelvin über der Außentemperatur? Diese Geschwindigkeit ist ein entscheidendes Kriterium für die Auswertung. In unserem Beispiel
ergab sich eine signifikante Verzögerung von rund 20 Stunden durch Zugabe der Mittel gegenüber der unbehandelten Kontrolle. Wie hoch war die maximale Temperaturdifferenz? Auch hier reduzierten die Mittel das Delta um mehr als die Hälfte. Wie lange dauerte es bis dahin? Dies lässt die potenzielle Verderbneigung sehr gut einordnen. In diesem Fall handelt es sich um eine mittlere Verderbneigung. Eine starke Erwärmung würde sich bereits zum Ende des ersten Versuchstags abzeichnen. Von den Temperaturkurven lässt sich zudem die Steigung M vergleichen. Hier ebenfalls ein deutliches Gefälle von Negativkontrolle zu Behandlungen. Der pH-Wert zur Auslagerung gibt einen weiteren Hinweis über das Ausmaß des Verderbs, das oft bis in den alkalischen Bereich hineinreichen kann. Außerdem die Kondenswasserbildung, Feuchte, der sichtbare Hefebefall, auch hier in klarer Abstufung der Behandlungen und gegebenenfalls Schimmelbefall. Zuletzt kann das Verlustgeschehen berücksichtigt werden. Im Video wurde gezeigt, wie verschiedene TMR-Stabilisatoren und ihre Dosierhöhe unter kontrollierten Bedingungen im Vergleich auf das Futter wirken. Durch die gezeigte Methode ist es möglich, die potenzielle Verderbneigung von verschieden behandelten Mischrationen zu bestimmen.